Kinder, die mit ausrangierten Waffen spielen, statt mit Fußbällen. Kinder, die bei Militäroperationen erschossen werden und die dafür auf Plakaten zu Märtyrern erklärt und gefeiert werden. Das ist die bittere tägliche Realität eines Konflikts, der von einigen als Mutter aller Konflikte bezeichnet wird und der nur 4 Flugstunden entfernt vor den Toren Europas gerade wieder eskaliert. In Israel und in den von Israel besetzten palästinensischen Gebieten. Guten Abend und willkommen zu einer besonderen Ausgabe von Monitor. Die Bilder aus den letzten Wochen haben uns allen wieder mal vor Augen geführt, wie explosiv die Lage im Nahen Osten ist. Bilder von Anschlägen palästinensischer Terroristen wie hier in Jerusalem, bei dem 3 Menschen getötet wurden, darunter 2 Kinder. Auf der anderen Seite brennende Häuser in der palästinensischen Stadt Huwara von radikalen israelischen Siedlern in Brand gesteckt. Und fast täglich solche Militäroperationen der israelischen Armee im besetzten Westjordanland, bei denen immer wieder auch Zivilisten, immer wieder auch Kinder getötet werden. Eine sich immer schneller drehende Spirale von Gewalt und Gegengewalt, wobei das eine vom anderen in diesem Konflikt oft kaum zu unterscheiden ist. Klar ist aber, dass dieser Konflikt gerade von beiden Seiten massiv angeheizt wird. Auf der einen Seite die neue israelische Regierung um Ministerpräsident Netanyahu, an der extrem rechte Politiker beteiligt sind. Politiker, die mit ihrer aggressiven Siedlungspolitik den Palästinensern ihr Recht aufs eigene Land gewaltsam nehmen wollen. Auf der anderen Seite solche palästinensischen Milizen, die gerade Zulauf erhalten. Milizen, die vor Terror und Gewalt nicht zurückschrecken, die Israel den Untergang wünschen und die Ermordung jüdischer Kinder als Heldentat feiern. Jenin Brigade nennen sich diese Kämpfer. Sie leben in der Stadt Jenin im Norden des von Israel völkerrechtswidrig besetzten Westjordanlands. Ein Ort, der von Palästinensern als ein Hort des Widerstands bezeichnet wird, von der israelischen Armee dagegen als Epizentrum des Terrors. Für unsere Soldaten ist es eine Kriegszone. Sie werden von allen Seiten angegriffen und leider geraten dabei auch unschuldige Zivilisten zwischen die Fronten. Eine Kriegszone. Eine ganze Woche lang hat sich unsere Monitor-Kollegin Shafak Larai mit ihrem Team dort aufgehalten, wo sich Journalisten und Journalistinnen sonst gerade kaum noch hintrauen. Ganz sicher keine ungefährliche Umgebung, aber es war uns allen wichtig, Bilder aus diesem Konflikt zu zeigen, die man sonst eben nicht zu sehen bekommt. Der Film von Shafak Larai und Lara Stratmann erzählt die Geschichte der Kinder von Jenin, aus dem Herzen eines Konflikts, der immer wieder die Unschuldigsten trifft. Kinder, die sich nicht mal dagegen wehren können, nach ihrem Tod als Märtyrer verehrt zu werden. Als wir ins Westjordanland reisen, eskaliert gerade der Nahostkonflikt. Beobachter sagen, so schlimm wie seit 20 Jahren nicht mehr. Vor allem in der Stadt Jenin. Laut israelischem Militär sollen von hier besonders viele Terroristen kommen, die Anschläge auf Israelis planen. Israelische Spezialeinheiten führen seit einem Jahr vermehrt solche Razzien durch. Fast jede Woche. Ihr erklärtes Ziel: Terroristen verhaften. Doch immer wieder werden auch unbeteiligte Zivilisten getötet. Unter der neuen extrem rechten Regierung in Israel häufen sich die Razzien. Wir werden hart gegen den Terror durchgreifen, mit Entschlossenheit und Stärke. Gewalt auf beiden Seiten. In Jenin erhalten radikale Milizen Zulauf, auch von Minderjährigen. Was ich für meine Zukunft will? Märtyrer werden. In der Stadt sehen wir überall solche Plakate. Getötete Kämpfer. Aber auch Zivilisten, Kinder. Inszeniert wie Filmstars. Sie alle werden hier zu Märtyrern erklärt. Schon die Jüngsten wachsen mit der ständigen Gewalt auf. Eine neue Generation von Märtyrern. Jenin ist ein Epizentrum des Nahostkonflikts. Gut 65.000 Menschen leben hier. Jenin vor wenigen Wochen.
Auch während unserer Dreharbeiten fahren israelische Militärfahrzeuge in die Stadt. Fast in Echtzeit sehen wir Videos von dem Einsatz. Wir hören die Schießereien. Die israelischen Soldaten haben einen Kämpfer verhaftet, erfahren wir. Es soll Verletzte geben. Wir fahren ins Krankenhaus von Jenin. Dort ist einer der Verletzten eingeliefert worden. Roussai Waket, 14 Jahre alt. Wo ist er? Ungewissheit für Roussais Mutter. Für seinen Bruder. Seinen Cousin. Roussai wurde am Bauch getroffen, heißt es. Stunde um Stunde vergeht zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Die Gewalt ist zum Alltag geworden in Jenin. Seit einem Jahr häufen sich hier die Razzien, die Kämpfe, die Opfer. Und immer wieder trifft es Kinder. Wir fahren an den Ort der israelischen Razzia und treffen zufällig einige Kinder dort. Sie waren dabei, als Roussai angeschossen wurde, erzählen sie. Hier könne man noch sein Blut sehen. Ich sollte gerade den Müll rausbringen, als alles anfing. Die Israelis standen dort drüben und die bewaffneten Kämpfer haben von da unten auf die Israelis geschossen. Der Junge stand hier. Er hat nur geguckt, sonst nichts. Und dann wurde er getroffen. Roussai war auf dem Weg zu seiner Schwester, erzählen sie. Die Kinder hier sind überzeugt, dass es ein israelischer Scharfschütze war, der ihn angeschossen hat. Überprüfen können wir das alles nicht. Hattet ihr Angst, will ich noch wissen? Nein, wir haben keine Angst. Wir werden auch keine Angst vor ihnen haben. Wir sind das gewöhnt. Wir wachsen damit auf. Was ist das für ein Ort, an dem Kinder keine Angst vor dem Tod haben? Das Westjordanland. Jenin liegt im Norden. Teile des Westjordanlands stehen unter israelischer Kontrolle. Ein Flickenteppich. Die hier gelb eingezeichneten Gebiete werden palästinensisch verwaltet. Militärische Kontrolle haben sie in einem weitaus kleineren Gebiet. Laut den Vereinten Nationen wird das Westjordanland völkerrechtswidrig von Israel besetzt. Jenin liegt offiziell im autonomen palästinensischen Gebiet. Am Rande der Stadt befindet sich das Flüchtlingslager von Jenin. Die Bewohner sind Nachfahren von Palästinensern, die 1948 aus Israel fliehen mussten. Die meisten leben schon ihr ganzes Leben hier. Seit 3 Generationen. Fast die Hälfte der Bewohner ist unter 15 Jahre alt. Das Flüchtlingslager gehört zu den ärmsten Orten im Westjordanland. Die Zahl der Arbeitslosen zu den höchsten. Gewalt und Armut. In Jenin treibt das viele junge Männer in die Arme radikaler Milizen. So wie Abdallah. Er hatte sich der sogenannten Jenin Brigade angeschlossen. Vor wenigen Wochen wurde er bei Kämpfen während einer Razzia getötet. Seine Mutter erzählt, an dem Morgen seien Schüsse im Camp gefallen.
Er sei aus dem Haus gerannt, um Jenin vor den israelischen Soldaten zu verteidigen, habe er gesagt. Das war das letzte Mal, dass sie ihn lebend gesehen habe. Abdallah hat seine Freunde sterben sehen. Seine engsten Freunde. All diese Toten, das war ein Schock für ihn. Deshalb hatte er sich den Kämpfern angeschlossen. Er war sehr mutig. Er konnte nicht einfach da sitzen und zusehen. Er war nur ein Kind. Er war 17 Jahre alt. Sie trauere um ihren Sohn, erzählt sie uns. Aber sie sei auch stolz auf ihn, darauf, dass er im Kampf gefallen sei. Es sei nun mal die Aufgabe der Jugend, die Palästinenser vor den Israelis zu verteidigen. Die Jugend, Abdallahs Cousins, sind verlegen, als wir sie nach ihren Vorstellungen für ihre Zukunft fragen. Für meine Zukunft? Märtyrer werden. Ala und Youssef sind 17 und 16 Jahre alt. Auch sie hätten schon viele Freunde verloren, sagen sie. Einige seien Kämpfer gewesen, andere nicht. Hier habe ihr Cousin Abdallah gegen die israelischen Soldaten gekämpft. Dann sei er erschossen worden. Ich habe kein Interesse mehr zu lernen, zu lesen oder irgendwas zu tun. Ich habe kein Interesse mehr, irgendwann zu studieren. Ich habe kein Interesse mehr am Leben. Kein Interesse am Leben mit 17. Ala sei der beste Schüler in seiner Klasse, sagen seine Freunde. Doch mit guten Noten könne man Palästina eben nicht befreien. Auf der Straße begegnen uns Kinder, die mit aussortierten Waffen spielen. Und keiner hier wundert sich darüber. Es heißt, fast jeder in Jenin habe ein Familienmitglied während einer israelischen Militäroperation verloren. Jeder Getötete wird zum Märtyrer erklärt. Ihre Bilder sehen wir überall. Und so ist Jenin für die einen zum Symbol für Widerstand geworden, für die anderen zum Symbol für Terror. Während wir gerade in Jenin sind, erreichen uns diese Bilder. In Jerusalem hat ein palästinensischer Attentäter ein Auto in eine Bushaltestelle gesteuert. 3 Israelis wurden getötet. 2 von ihnen waren Kinder, 6 und 8 Jahre alt, 2 Brüder. Der Attentäter wird wenig später erschossen. Am selben Abend in Jenin. Sie feiern den Anschlag. Die Stimmung ist ausgelassen. Die Jenin Brigade hat zu einem Marsch der Freude aufgerufen. Der Mann, der an diesem Morgen 2 Kinder getötet hat, wird hier als Märtyrer gefeiert. Wenn wir von einem Anschlag erfahren, dann feiern wir. Wenn sie unsere Leute töten, dann töten wir ihre. Wenn sie es als Erfolg feiern, uns zu töten, dann feiern wir, wenn wir sie töten. Wir kommen ins Paradies, sie in die Hölle. Die Jenin Brigade ist ein Bündnis von einst rivalisierenden Kampfgruppen. Vor 2 Jahren haben sie sich zusammengetan. Ihre Waffen hätten sie größtenteils über den Schwarzmarkt gekauft, erzählen sie, auch aus Israel. Mehr wollen sie uns dazu nicht sagen. Sie sind hier aufgewachsen, mit der Gewalt, mit der Besatzung und wollen weiter kämpfen, bis alle Israelis aus dem ganzen Land vertrieben sind, sagen sie. In dieser Nacht werden sie von vielen hier gefeiert.
Von der palästinensischen Autonomiebehörde, die hier eigentlich für die Sicherheit zuständig wäre, fehlt heute Abend jede Spur. Freude über den Attentäter in Jenin, zur gleichen Zeit Trauer um die beiden getöteten israelischen Kinder in Jerusalem. Die Trauer führt auch zu Rufen nach Vergeltung. Der Terror hier führt zu tödlichen Razzien dort. Und immer wieder trifft es Unschuldige auf beiden Seiten. Im Krankenhaus von Jenin nimmt das Warten für die Familie von Roussai kein gutes Ende. Roussai, der 14-jährige Junge, ist verstorben. Auch hier schlägt Trauer in Wut um. Die Angehörigen tragen die Leiche des Jungen durch die Straßen. Unter die Trauernden mischen sich auch militante Kämpfer und geben die Parolen vor. Wir werden weiter kämpfen, rufen sie, mit unserer Seele und unserem Blut. Vor dem Haus der Familie hat sich eine Menschenmenge versammelt. Jeder Tod ein neues Trauma. Vor ein paar Stunden war Roussai noch ein Kind. Jetzt ist er ein Märtyrer und andere Kinder halten sein frisch gedrucktes Bild in den Händen. Dabei habe Roussai nichts mit bewaffneten Kämpfen zu tun gehabt, sagt sein Onkel. Der Junge hatte noch nie eine Waffe in der Hand. Er war einfach nur auf dem Weg zu seiner Schwester. Aber wir sind an diese Dinge gewöhnt. Wir alle kennen sie. Die getöteten Kinder, die Rufe nach Rache und Vergeltung, die ewige Spirale von Gewalt und Gegengewalt. Ich frage den israelischen Militärsprecher, ob nicht jeder Tod eines Zivilisten dazu führt, dass noch mehr junge Menschen zu Kämpfern werden. Ob das nicht paradox sei. Doch, dem stimme ich zu. Aber was sollen wir tun? Es gibt eine unmittelbare Bedrohung. Es gibt diese Feinde, die mich, meine Mutter, meine Freunde und unschuldige Israelis töten wollen. Sollen wir nichts tun? Sollen wir sie nicht aufhalten? Und wenn Militäroperationen stattfinden, haben unschuldige Kinder und Frauen die Wahl. Sie können zu Hause bleiben und nicht involviert werden. Es ist ihre Wahl. Eine Wahl haben? Welche Wahl hatte Jawad Bawakne? Er war Sportlehrer, trainierte Kinder in einem Fußballteam. Vor wenigen Wochen war es in ihrer Straße zu Schusswechseln gekommen, erzählt seine Tochter Alaa. Ihr Vater wurde erschossen. Mein Vater hatte noch nie eine Waffe. Er war kein Kämpfer. Er hat nie etwas gegen die israelische Armee getan. Sein einziger Fehler war, dass er helfen wollte. Ihr Vater und sie hätten einen Mann nach Hilfe rufen hören, direkt vor ihrer Haustür. Ihre Wahl? Dem Mann helfen oder seine Rufe ignorieren? Der Mann lag hier auf dem Rücken. Er war verletzt. Der Mann war ein Kämpfer der Jenin Brigade, erzählt Alaa. Sie hätten ihn noch nie zuvor gesehen. Als sie ihn von der Straße wegziehen wollten, sei ihr Vater erschossen worden. Die israelische Armee teilt uns mit, sie überprüfe die Todesumstände.
Mit ihnen aber hätte niemand gesprochen, sagt die Familie. Der Verlust erdrückt sie. Wenn die Tür aufgeht, denken wir immer noch, dass er es ist. Er war unser Ein und Alles. Er hat uns immer etwas mitgebracht. Früchte, etwas zu essen. Er war der Halt der Familie. Und jetzt ist dieser Halt weg. Die wenigsten Todesfälle in den palästinensischen Gebieten werden laut UN von israelischen Behörden untersucht, noch weniger aufgeklärt. Nicht die der Zivilisten, nicht die der Kinder. Haben Sie eine Wahl, der Gewalt zu entkommen? Statt auf Spielplätzen spielen die Kinder hier auf den Trümmern zerbombter Häuser. Und dann entdecken wir doch einen Ort in Jenin, an dem alles ganz anders zu sein scheint. Das Freedom Theater. Ein Theaterprojekt für die Kinder in Jenin. Ahmed Tobasi ist hier der künstlerische Leiter. Er war selbst Kämpfer, war auch im Gefängnis, erzählt er. Welche Wahl haben die Kinder hier, fragen wir ihn. Die palästinensischen Kinder, die Jugend, sie haben nicht viel Auswahl. Sie werden entweder Märtyrer, Krüppel oder sie landen im Gefängnis. Das ist ihre Wahl. Und das kann jeden Moment passieren. Israelische Spezialeinheiten können dich jederzeit erschießen. Und warum? Einfach nur, weil du hier stehst, in Jenin Camp. Aber er wolle die Kinder nicht aufgeben, sagt er. Gerade weil er selbst Kämpfer war, selbst im Gefängnis saß, wolle er den Kindern jetzt einen anderen Weg zeigen. Im Theater spielen sie ein Rollenspiel. Raum für Fantasie. Von den Kindern hänge die Zukunft ab, sagen die Theatermacher. Doch dafür müssten sie erst mal an eine Zukunft glauben. Indem wir den Kindern hier einen sicheren Ort zum Spielen geben, geben wir ihnen auch den Raum, ihre Ängste, ihren Frust loszuwerden. Und dann versuche ich sie zu motivieren, sich eine bessere Zukunft vorzustellen. Eine andere Zukunft. Ich will ihre Träume stärken. Das Theater soll ein Ort sein, an dem die Kinder die Gewalt da draußen vergessen können. Zumindest für ein paar Stunden. Ein Raum für ihre Wünsche und Träume. Was ich werden möchte? Ich möchte Archäologin werden. Ich möchte Fußballspieler werden und mein Nationalteam Palästina ganz an die Spitze führen. Ich möchte Chirurg werden. Das will ich schon, seit ich ganz klein war. Dafür habe ich viele Gründe. Also mein Traum ist es, Soldatin zu werden und der Welt zu zeigen, dass meine Generation ihr Heimatland verteidigen kann. Dass wir in der Lage sind, für unser Heimatland zu kämpfen und es zu befreien. Möchtest du sagen, warum du traurig bist? Ich glaube, sie denkt an ihren Cousin. Er wollte schon als Kind ein Kämpfer werden. Er wurde getötet und ist jetzt ein Märtyrer. Und plötzlich ist sie wieder da, die Welt da draußen.
Im Westen denken die Menschen, dass wir palästinensischen Kinder alle Terroristen werden und sie töten wollen. Aber das stimmt nicht. Wir sind Kinder, die ganz einfache Träume haben. Aber wir können sie nicht erreichen, wegen der ganzen Situation hier. Es ist nicht wie im Westen. Wenn die Kinder da einen Traum haben, können sie ihn einfach umsetzen. Naja, vielleicht nicht einfach, aber mit etwas Mühe. Aber hier werden die Ziele der Kinder von den Besatzern zerstört, obwohl wir nichts dafür können. Ich bete zu Gott, dass sich die Lage hier ändert und dass wir uns eine Zukunft vorstellen können. Ich kenne viele Kinder, die einfach nicht wissen, wie ihre Zukunft aussehen wird. Sie alle möchten Helden sein, für ein Land, das ihres ist, sagen sie. Helden, keine Märtyrer. Ist es also Hoffnung, die Sie den Kindern hier geben wollen, frage ich? Ich mag Hoffnung nicht. Ich mag Arbeit, machen. Hoffnung ist nur ein Wort, mit dem der Westen uns belügt, indem er sagt, es gäbe Hoffnung. Wir müssen jetzt etwas ändern. Wenn du nur hoffst, kannst du dein ganzes Leben mit Hoffen verbringen. Du willst was ändern? Mach es jetzt. Das bringen wir den Kindern hier bei. Diese Mauern werden nie verschwinden, wenn wir sie nicht umstoßen. Aber wie? Das ist wichtig. Wie? Auf eine sehr friedliche Art. Du musst nicht töten oder zerstören, um etwas zu verändern. Du musst eine Idee erschaffen. Eine Idee gegen die tägliche Gewalt? Auch wenn das nur ein kleiner Schritt sei. Der Wandel fange in den Köpfen der Kinder an, sagen sie hier. Aber jetzt steht die Finanzierung des Projekts in Frage. Geldgeber wie die EU fordern, dass sich das Theater klar gegen Gruppen wie die Jenin Brigade positioniert, die die EU als terroristisch einstuft. In diesem Umfeld sei das schwierig für das Theater, sagen sie uns. Und wir erahnen, was sie meinen. Auch in dieser Nacht. Das letzte Gebet für den 14-jährigen Roussai. Ein Moment der Stille. Und dann fallen wieder Schüsse. Und wieder wird der Tod zum Sieg verklärt. Und wieder sind die Kinder mittendrin. Nach Roussais Tod kursiert ein Foto von ihm im Netz, das ihn als Unterstützer radikaler Milizen zeigt. Ob die Familie es will oder nicht, auch Roussai ist jetzt ein Märtyrer. Der Friedhof von Jenin. Er wird auch Friedhof der Märtyrer genannt. Auch zahlreiche Kinder sind hier begraben. Kinder, die keine Wahl hatten. Märtyrer wider Willen.